An einem warmen Sommertag beschloss eine Gruppe von Freunden, Anna, Maxim, Irina und Sergei, zu einem malerischen Teich in der Nähe ihrer Stadt spazieren zu gehen. Die Sonnenstrahlen spiegelten sich auf der Wasseroberfläche und eine leichte Brise brachte Frische. Sie lachten und erzählten sich Geschichten, als plötzlich zwei schneeweiße Schwäne ihre Aufmerksamkeit erregten, die sich seltsam auf dem Wasser bewegten. Bei genauerem Hinsehen wurde den Freunden klar, dass die Schwäne mit ihren Hälsen und Flügeln ineinander verwickelt waren und sich nicht befreien konnten. Sie lagen regungslos da, als wären sie in Panik, und dieser Anblick beunruhigte die Freunde. »Wir müssen ihnen helfen«, rief Irina, und die anderen nickten zustimmend. Die Jungen begannen zu besprechen, wie sie sich den Vögeln am besten nähern sollten. Sie wussten, dass jede abrupte Bewegung die Schwäne erschrecken und ihre Lage verschlimmern könnte. Maxim, der mutigste von ihnen, wagte es, näher heranzugehen. Vorsichtig kniete er am Ufer nieder und streckte eine Hand in Richtung der Schwäne aus. Zu seiner Überraschung begannen die Vögel, als spürten sie seine guten Absichten, langsam zum Ufer zu paddeln. Es war unglaublich. Es schien, als wüssten sie, dass diese jungen Leute ihre einzige Hoffnung auf Rettung waren. »Lasst uns versuchen, sie behutsam zu entwirren«, schlug Anna vor und watete näher ans Wasser. Sie begannen vorsichtig, die verhedderten Flügel zu lösen. Die Schwäne warteten geduldig, während sie befreit wurden, und das war rührend. Sie vertrauten den Menschen, selbst in dieser schwierigen Situation. Doch bald wurde klar, dass es nicht einfach sein würde, sie zu befreien. Jedes Mal, wenn einer der Schwäne versuchte, sich zu bewegen, verschlimmerte sich die Lage. Die Freunde gerieten in Panik, denn sie wussten, dass die Zeit knapp wurde. Wenn sie es nicht schafften, konnten die Vögel ersticken. »Wir dürfen nicht aufgeben«, rief Irina, und ihre Worte gaben allen neue Kraft. Sie arbeiteten weiter zusammen und versuchten, so behutsam wie möglich vorzugehen. Schließlich, nach einigen angespannten Minuten, gelang es ihnen, die Schwäne zu befreien. Die Vögel spürten ihre Freiheit, erhoben sich in die Luft und flogen mit kräftigen Flügelschlägen über den Teich, während Wasserfontänen hinter ihnen aufspritzten. Die Freunde hielten den Atem an und beobachteten diesen magischen Moment, erfüllt von Freude, dass sie rechtzeitig helfen konnten. »Wir haben es geschafft«, rief Sergei, und sie umarmten sich alle, überwältigt von Glück und Erleichterung. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.